US-Arbeitsmarkt mit 230.000 neu geschaffenen Stellen, Notenbanken sind die Ziele schon erreicht und US-Wachstum sinkt auf 1,1% im ersten Quartal. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Überraschungen am Arbeitsmarkt gab es in den letzten Monaten schon öfter. Wenn man genauer schaut, sind es 4 Sektoren, die in der Pandemie besonders betroffen waren und jetzt sukzessive Jobs aufbauen. Das ist Bildung und Gesundheit, das ist der Staat, Urlaub und Freizeit und Business Services. Das sind Consulting, Marketing, Rechtssteuerberatung oder Gebäudemanagement, um nur einige Bereiche zu nennen. Werden wir auch in Zukunft starke Zahlen vom Arbeitsmarkt sehen? Ja, denkt an die Gastronomie. Es fehlen Köche und Servicepersonal. In den USA sind wir hier immer noch rund 10% unter den Zahlen von vor der Pandemie. Neben dem Gesundheitssektor fehlt es auch an Kräften im Freizeitsegment und auch im Bausektor. Nach der Notenbank-Sitzung bleibt die Frage aller Fragen, war das die letzte Anhebung? Für die FED wahrscheinlich ja, für die EZB darf es noch ein bisschen mehr sein. Was sind die Erfolge der Notenbank in den letzten Monaten gewesen? Zum einen die Bekämpfung der Inflation. Es hat funktioniert, obwohl hier in Europa noch etwas nachgebessert werden wird. Aufgrund der stabil hohen Kerninflation. Waren es als erstes Produzenten, die Preissteigerungen aufgrund von Engpässen oder hohen Energiepreisen weitergaben, so sind deren Steigerungen massiv zurückgekommen. Wie ihr in der Grafik hier seht, nur noch 3% werden in Amerika angeschrieben. Wesentlich schwieriger ist das Einfangen der Inflation im Servicesektor, denn hier kommt es zu sogenannten Zweitrundeneffekten. Das heißt, ein Friseur oder ein Wirt werden mit steigenden Mieten, Energiekosten oder Lebensmittelpreisen belastet. Diese Anstiege werden nun mit Verzögerung eingerechnet und an die Kunden weitergegeben. In der Grafik seht ihr die Daten des letzten Jahres dargestellt. Auf der linken Seite die Zahlen aus Amerika, die haben sich bereits stabilisiert, beziehungsweise der letzte Datensatz ist etwas zurückgekommen. Die rechte Grafik steht für Europa. Hier dauert es noch etwas länger, bis der Höhepunkt erreicht ist. Wie sieht es nun mit der Nachfrage nach Krediten aus? Die EZB-Umfrage, die zuletzt kam, zeigte hier Punkt A eine deutliche Verschärfung bei den Kreditrichtlinien und Punkt B eine um 20% niedrigere Kreditnachfrage von Unternehmen und Haushalten in den letzten Monaten. Und das wird sich auch kaum in der Zukunft ändern. Im Endeffekt bedeutet das schwächeres Wachstum. Gehen wir noch einmal über den großen Teich nach Amerika. Nicht nur ein wackelnder Bankensektor ist das Ergebnis steigender Zinsen, sondern auch eine Verlangsamung des Tempos beim US-Wachstum. Geplant waren 2,6% im ersten Quartal, gekommen sind nur 1,1%. Einerseits wurden Lager abgebaut, der Wohnbau litt ebenso wie die Unternehmen unter den steigenden oder gestiegenen Finanzierungskosten und diese reduzierten auch ihre Investitionen kräftig. Andererseits beschleunigte sich das Konsumwachstum deutlich. Auch darf man aufgrund der 1,3 Billionen überschüssige Ersparnisse optimistisch bleiben, was den Konsum betrifft. Zusammengefasst bleiben Unsicherheiten im Markt, wie zum Beispiel die Schuldenobergrenze. Jetzt heißt es in den USA Geduld haben, um die Anhebungen wirken zu lassen, während in Europa noch weitere Schritte folgen werden, bis für die EZB das Gleichgewicht erreicht ist. Die Marktteilnehmer achten heute auf die US-Inflationszahlen und in den nächsten Tagen wohl auf die Wahlen in der Türkei. Wir berichten nächste Woche davon. Damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal hier. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und gesund bleiben. Euer Larry.